Die meisten backen entweder zu viel ein oder vergessen genau das, was wirklich wichtig ist. Diese 16-teilige Backliste deckt alles ab, was du für deine nächste Tageswanderung brauchst. Gebackt sieht das Ganze dann so aus und wiegt insgesamt nur 2,5 Kilogramm. Ich habe die Packliste in 3 Kategorien unterteilt. Kleidung an Körper, Ausrüstung im Rucksack und zusätzliche Extras je nach Tour und Wetter. Direkt am Körper trage ich folgende Kleidung: feste Schuhe, Socken, eine leichte Wanderhose, als Baselayer eine Synthetikunterhose und je nach Temperatur und Jahreszeit ein kurzes oder langärmliches T-Shirt, eine Kappe und eine Sonnenbrille. Für die meisten meiner Wanderungen nutze ich Zustiegsschuhe. Sie sind deutlich leichter als klassische Wanderschuhe und geben mir mehr Bewegungsfreiheit. Aktuell verwende ich dafür den Saleva Wildfire 2. Aber egal ob Wander-, Zustieg- oder Trailrunning-Schuhe, sie sollten auf jeden Fall bequem sitzen und dir auf jeden Untergrund einen sicheren Halt geben. Auch die richtigen Socken sind extrem wichtig, um Blasen und aufgeriebene Stellen zu vermeiden. Für Bergtouren trage ich seit Jahren am liebsten die Falket DK2 Cool. Für extrem lange Wanderungen bevorzuge ich allerdings die Zehensocken von Injinji, weil ich mit ihnen auch an Tagen mit über 40 Kilometern weder an der Ferse noch zwischen den Zehen Blasen bekomme. Meine Wanderhose ist die Kyoto 3 von Schöffel, mit der ich bereits über 3500 Kilometer unterwegs war und mit der ich auch sehr zufrieden bin. Sie hat Zip-Einsätze, sodass ich die Länge auch während der Tour flexibel anpassen kann. Der Baselayer ist die erste Schicht direkt auf der Haut. Seine Aufgabe ist es, den Schweiß abzuleiten und die Körpertemperatur zu regulieren. Am besten funktioniert das, wenn er eng anliegt und aus einem Funktionsmaterial wie Synthetik oder Merino-Wolle besteht. Baumwolle ist dafür eher weniger geeignet, weil sie Schweiß aufsaugt und sehr lange feucht bleibt. Mein Baselayer besteht aus einer atmungsaktiven Synthetikunterhose. Ich nutze dafür die Löffler Transtex Lite. Dazu trage ich ein kurzes Funktionsshirt von Under Armour oder im Hochsommer ein langärmliches, UV-undurchlässiges Shirt als Sonnenschutz. Für die meisten Tagestouren reicht ein 15 bis 25 Liter Rucksack vollkommen aus. Wichtig ist, dass er bequem sitzt und angenehm auf deinen Rücken liegt. Im Rucksack sollte auf jeden Fall mit dabei sein eine Wechselbekleidung bestehend aus einem Ersatz-T-Shirt und ein paar frische Socken. Denn gerade am Gipfel ist es angenehm, sich etwas Trockenes anzuziehen. Eine Fleecejacke habe ich ebenfalls immer dabei, da es auch im Sommer, am Abend und in höheren Lagen noch recht kühl werden kann. Selbst bei perfekten Wetterbedingungen solltest du immer eine Regenjacke dabei haben, denn in den Bergen kann das Wetter extrem schnell umschlagen. Außerdem schützt sie dich nicht nur vor Regen, sondern ist auch winddicht und hilft dir dabei, deine Körperwärme zu halten, falls es doch kälter wird als erwartet. Dein Handy solltest du natürlich auch immer dabei haben, am besten mit gespeicherten Offline-Karten. So kannst du auch ohne Verbindung orientieren und den Weg sicher finden. Wenn du Empfang hast, kannst du im Notfall schnell Hilfe rufen oder deinen Standort teilen. Besonders für iPhone-Nutzer ist außerdem interessant, dass es ab dem iPhone 14 eine Satellitenkommunikation für Notfälle gibt, falls keine Netzabdeckung vorhanden ist. Ausreichend Wasser und passende Snacks solltest du auf jeder Tour immer mit dabei haben. Sie geben dir Energie und halten deine Leistungsfähigkeit stabil, gerade wenn du länger unterwegs bist oder viele Höhenmeter machst. Wichtig ist, regelmäßig zu trinken und rechtzeitig zu essen, bevor du wirklich hungrig oder erschöpft bist. Ich habe bei meinen Tageswanderungen deshalb immer einen Riegel und Nüsse dabei, die ich während dem Gehen esse. Auch ein Erste-Hilfe-Set sollte auf jeden Fall immer im Rucksack sein, denn gerade auf Bergtouren kann schnell etwas passieren. Es hilft dir, kleinere Verletzungen direkt zu versorgen und im Ernstfall die Zeit zu überbrücken, bis Hilfe da ist. Dabei ist egal, ob du ein fertiges Set kaufst oder dir selbst eins zusammenstellst. Wichtig ist nur, dass die grundlegenden Dinge wie Pflaster, Verbandsmaterial und eine Rettungsdecke enthalten sind. Optionales und Extras. Je nach Wetter nehme ich auch Handschuhe, Mütze, Buff und eine leichte Isolationsjacke mit. Aktuell benutze ich eine von Decathlon und bin damit auch recht zufrieden. Bei längeren Touren empfiehlt es sich auch einen Biwaksack mitzunehmen. Optional können auch Wanderstöcke dabei sein. Im Sommer kommt noch eine Kappe, Sonnenbrille und natürlich Sonnencreme dazu. Für die Navigation nutze ich zusätzlich meine Sportuhr, auf der ich die GPX-Datei meiner Tour gespeichert habe. So kann ich auch dann noch orientieren, wenn mein Handy ausfallen sollte. Wenn du dich an diese Liste hältst, bist du für deine nächste Tageswanderung optimal vorbereitet. Ohne unnötiges Gepäck und ohne etwas Wichtiges zu vergessen. Wenn dir das Video geholfen hat, würde ich mich über ein Abo freuen und viel Spaß bei deiner nächsten Tageswanderung.